Wer zum Teufel ist Elon Musk? Welche Begründung hatte Alice Weidel zu gratulieren? Und vor allem Dingen, was für eine heftige Prediction, was für eine heftige Vorhersage, Prognose er abgibt. Am Ende des Videos, schau dir das unbedingt an. Aber für alle, die noch nicht wissen, wer ist überhaupt Elon Musk? Schau dir das ganz kurz an. Elon Musk, der reichste Mensch der Welt, trommelt für die AfD. Also der Typ, der gerade noch Trump zur Seite gesprungen ist. Fight, fight, fight. Vote, vote, vote. He's a friend of mine, he's great. Ziemlich great findet den Gratis-Fame vor allem sie, Alice Weidel. Die lässt sich feiern wie ein Popstar. Eine große Wahlkampfshow. Drinnen gibt's Popcorn, draußen gibt's Proteste. Und selbst CNN ist vor Ort. Support is. I'm incredibly happy that you could made it. Weltbühne für Weidel? Check. Noch bis 2017 war das neue Gesicht der AfD nicht mehr in ganz Deutschland bekannt. Treffer im ARD-Archiv 0. Ich glaube, sie hat nicht direkt das Scheinwerferlicht gesucht. Das ist doch ganz klar, meine Freunde. Ich musste jetzt köstlich mich amüsieren. Cooler Zusammenschnitt auf jeden Fall. Ich hoffe, du hast auch ein bisschen gelacht. Wir wollen aber gleich nochmal zu einem ganz wichtigen Thema natürlich kommen. Es ist auch Fakt. 2017, das sind 8 Jahre, Leute. Vor 8 Jahren waren sehr viele Menschen noch nicht so bekannt in Deutschland, die jetzt aber ganz schön aufmischen. Und da können sich einige sicherlich ganz schön warm anziehen. Also bleib unbedingt dran. Und natürlich, viele von den AfD-Wählern haben sich viel mehr erhofft, als es letztendlich rauskam. Aber man muss doch ehrlich mal zugeben, innerhalb von 3 Jahren, nicht mal eine ganze Legislaturperiode, haben sich die Wählerstimmen verdoppelt. Und ich will euch einmal ganz kurz eine Grafik zeigen, die es wirklich in sich hat, um euch das einmal ganz kurz nochmal zu veranschaulichen. Hier von The Guardian als Quelle, Deutschland, die Bundesrepublik. Richtig krass, guckt euch das mal an, wie das aussieht. Das ist schon richtig massiv, das Ganze. Hier als Legende und ich hier als Hamburger, grün und rot und ein bisschen noch Union, CDU, also das ist schon echt heftig. Und guckt mal hier, eigentlich die gesamte Ex-DDR ist blau mit Teile von hier Rheinland-Pfalz, also wirklich heftig, oder? Was sagst du dazu? Vor der Bundestagswahl und nach der Bundestagswahl kamen natürlich ganz viele kritische Stimmen, denn einige, man könnte auch sagen, sie haben so ein bisschen den Neid gehabt, dass sie nicht unterstützt worden sind von anderen Regierungschefs beziehungsweise von einem Multimilliardär, so einem weltbekannten Milliardär Elon Musk, der natürlich auf X, auf seiner Plattform sozusagen eine Millionen Followerschaft hat. Und wenn der dann natürlich was postet, dann bewegt sich natürlich da was, genauso wie auf dem Finanzmarkt. Wenn der da was sagt, dann geht es rauf oder runter wie eine Rakete. Und da kam natürlich dann schon so ein bisschen der Neid, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, von verschiedenen Politikern. Und für diejenigen, die es nicht ganz mitbekommen haben, möchte ich hier nochmal ganz kurz was reinzeigen, wie denn Elon Musk mit der AfD live damals beim Bundesparteitag der AfD kurz vor der Wahl nämlich aufgetreten ist. Und danach schauen wir uns Alice Weidel an, was sie nämlich dazu sagt, dass Elon Musk sich bei ihr kurz nach der Wahl gemeldet hat. Und dann, Leute, hören wir uns das an, was wirklich Skyrocket geht. Also das wird heftig. Seine Prognose, heftig. Also schau dir das unbedingt an. Exactly. I mean, I think we should fight for an exciting, bright future where people can be optimistic about what's going to happen, where you wake up and you look forward to the future. And the best way to ensure the future is good, you have to fight for a good future every day, and it will be great, and we'll have a very exciting, wonderful future. So, so I think this election coming up in Germany is incredibly important. I think it could decide the entire fate of Europe, maybe the fate of the world. That is the significance of this election. So that's why it's very important to talk to your friends and family and convince them to consider voting for AfD, and just
go with it like a chain reaction. Convince one friend, talk to another friend, and say, hey guys, do you want more of the last 10 years, or do you want something different? And I think the people in Germany want something different. And if you want something different, you have to vote for a different party. Also ganz klar, für diejenigen, die jetzt nicht ganz der englischen Sprache mächtig sind, es sind die deutschen Untertitel da. Spul gerne nochmal zurück. Hier nochmal die Zusammenfassung, in dem Fall von mir auch. Ganz kurz knapp. Elon Musk sagt, wenn du eine Veränderung haben möchtest, dann musst du quasi kämpfen für deine Freiheit, für deine Rechte. Und er betont diesbezüglich ganz klar die AfD, dass das nämlich eine Riesenchance natürlich auch ist für die Menschen in Deutschland und dass diese Wahl, die ja jetzt abgeschlossen ist, dass die wirklich entscheidend ist. Nicht nur für Deutschland, sondern für die gesamte Welt. Und aber auch natürlich als Erinnerung sagt er auch, schau dir die letzten 10 Jahre an. Wenn du eine Veränderung haben willst und nicht so weitermachen willst wie die letzten 10 Jahre, dann wähle die AfD. Hat sich jetzt in dem Fall natürlich noch nicht ganz so 100% ergeben, so wie sich vielleicht doch viele AfD-Anhänger gewünscht haben. Aber wer weiß, was in Zukunft noch passiert. Ich hatte heute das Video gepostet in Bezug auf den Wahlkampf. Ist der jetzt vorbei? Nein, es geht doch jetzt erst richtig los. Das werde ich am Ende von diesem Video dann nochmal verlinken. Wir kommen jetzt aber zu Alice Weidel, was sie nämlich gesagt hat, nachdem der Sonntagabend vorbei war. Ja, ich habe heute Morgen, als ich mein Telefon anmachte bzw. draufgeschaut habe, entgangene Anrufe in der Nacht aus den USA erhalten, unter anderem auch von Elon Musk, der persönlich gratuliert hat. Die Amerikaner gehen genau in die richtige Richtung. Sie haben das Ministerium für Effizienz eingeführt, um mit den Kosten runterzugehen. Und wäre die AfD in Regierungsverantwortung, würden wir genau das Gleiche tun. Wir haben es hier mit einem politischen Apparat von Beamten zu tun, der hochgradig ineffizient ist und der eigentlich sich selbst bewirtschaftet auf Steuerzahlerkosten. Wir haben eine starke Mehrheit für AfD und CDU. Der Wähler wünscht sich eine Mitte-Rechts-Regierung. Und es liegt letztendlich an der Union, ob sie das umsetzen möchte. Derzeit sieht es nicht danach aus. Friedrich Merz hat sich festgelegt, an seiner Blockadehaltung gegenüber der AfD festzuhalten. Wir halten diese Blockadehaltung für undemokratisch. Sie können nicht Millionen von Wählern per se ausschließen. Da können sich sicherlich einige Politiker warm anziehen, denn der nächste Winter in Deutschland wird wieder kalt. Kommen wir jetzt zu der Elon Musk Prognose. Herzlichen Glückwunsch zu sagen, ist ja alles halb so wild. Aber das ist wirklich Skyrocket. Das wird jetzt vor allen Dingen diejenigen, die schon blau überzeugt sind, blau die Lieblingsfarbe ist, richtig aus den Socken hauen. Denn Elon Musk schreibt, bei diesem Wachstumstempo wird die AfD bei der nächsten Wahl Mehrheitspartei sein. Lass mir deine Meinung dazu da. Bin sehr gespannt auf deine Meinung, was du dazu sagst. Ob Elon Musk wirklich nur das Gute für Deutschland im Sinn hat oder eben vielleicht doch seine eigenen Interesse durchsetzen möchte durch die AfD. Ich bin sehr gespannt und freue mich, von dir zu hören. Danke, dass du bis hierher geschaut hast. Ich lasse dir einen Daumen nach oben da. Das kannst du gerne auch tun. Ich freue mich, wenn du dieses Video teilst in deiner Freundesgruppe und auch natürlich ein kostenloses Abo dalässt, die Glocke aktivierst, damit du kein Video mehr verpasst. Liebe Grüße, der Markus.